Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieser Einführung in Kants Ethik. In dieser Folge geht es um einen sehr wichtigen Begriff in Kants Ethik, den guten Willen. Außerdem schauen wir uns an, welche Handlungsarten Kant unterscheidet und untersuchen diese am Schluss an einem konkreten Beispiel. Doch zunächst eine kleine Wiederholung zu den Inhalten aus dem letzten Clip, in dem wir die Grundlagen von Kants Ethik kennengelernt haben. Wir haben gelernt, dass Kants Ethik eine normative Ethik ist, in der verbindliche Regeln aufgestellt werden, nach welchen der Mensch handeln soll. Es ist eine Vernunftethik, die Handlungen mit der Vernunft und nicht dem Gefühl beurteilt. Es handelt sich um eine deontologische Ethik, in welcher der Begriff der Pflicht eine besondere Rolle spielt. Was Kant mit Pflicht meint, schauen wir uns gleich noch genauer an. Und schließlich ist Kants Ethik eine Gesinnungsethik. Die Gesinnung, also die Handlungsabsicht, das Motiv der Handlung, sind wichtig, nicht die Handlungsfolgen. Auch dazu später mehr. Sehr wichtig, um Kants Ethik zu verstehen, ist sein Menschenbild. Der Mensch ist laut Kant gleichzeitig Vernunftwesen und Sinnwesen. Er hat einen sinnlichen und einen vernünftigen Teil. Vernunft meint die menschliche Fähigkeit, Erkenntnisse zu erlangen und Urteile zu fällen. Geht es um Urteile in Bezug auf menschliches Handeln, also um moralische Urteile, spricht man von praktischer Vernunft. Kant will ein eindeutiges und universal, also immer überall und für jeden gültiges Kriterium zur Bewertung menschlicher Handlungen finden. Er stellt sich dazu die Frage, was ist ohne Einschränkung gut? Um diese Frage zu beantworten, untersucht er zunächst, was Menschen gewöhnlich für gut halten, nämlich die sogenannten Naturgaben, also die Eigenschaften, die der Mensch von Natur aus hat, und die Glücksgaben, die der Mensch glücklichen Umständen, dem Schicksal verdankt. Naturgaben unterteilt Kant nochmals in Talente des Geistes, also geistige Fähigkeiten, und Eigenschaften des Temperaments, also Charaktereigenschaften. Hier ein paar Beispiele. Verstand und Humor sind Talente des Geistes. Mut und Beharrlichkeit sind Eigenschaften des Temperaments. Dabei handelt es sich um Naturgaben, um Eigenschaften, die jemand von Natur aus hat oder eben nicht. Macht oder Reichtum gehören zu den Glücksgaben. Es hängt also von Glück, vom Schicksal ab, ob man mächtig oder reich wird, egal wie talentiert oder fleißig man vielleicht von Natur aus ist. Kant prüft nun, ob diese Eigenschaften ohne Einschränkung gut genannt werden können. Die Antwort ist nein. Die Naturgaben können nämlich böse und schädlich werden, wenn die Gesinnung, das Motiv des Handelns, Kant spricht vom Willen, schlecht ist. Ein Terrorist kann mit einem scharfen Verstand ein schreckliches Attentat planen und in die Tat umsetzen, dem tausende Menschen zum Opfer fallen. Ein gemeiner Lehrer kann mit seinem Humor ständig Witze über einen Schüler reißen und ihn damit bloßstellen und verletzen. Es gibt mutige Selbstmordattentäter und beharrliche Stalker. Naturgaben sind also dann schlecht, wenn die Handlungsabsicht, der Wille, schlecht ist. Nun zu den Glücksgaben. Sind Macht und Reichtum uneingeschränkt gut? Auch hier lautet Kants Antwort nein. Sie können nämlich zu Übermut führen und missbraucht werden. Adolf Hitler war sehr mächtig, missbrauchte seine Macht aber für unfassbar schlimme Verbrechen wie den Holocaust. Der US-amerikanische Investmentbanker Jeffrey Epstein finanzierte mit seinem Reichtum einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger. Nur der gute Wille ist ohne Einschränkung gut. Ganz allgemein meint Wille das Motiv der Handlung, die Gesinnung. Genauer ist der Wille bei Kant die menschliche Fähigkeit, nach Prinzipien der Vernunft und damit selbstgesetzten Zielen zu handeln, Autonomie. Wir erinnern uns, der Mensch ist als Vernunftwesen autonom, frei. Um beurteilen zu können, ob Handlungen moralisch sind, muss in Kants Gesinnungsethik der Wille betrachtet werden. Gut ist der Wille, wenn er ausschließlich von der praktischen Vernunft bestimmt wird und sich nach dem moralischen Gesetz richtet. Kleiner Spoiler, das moralische Gesetz ist nichts anderes als der berühmte kategorische Imperativ, um den es in der nächsten Folge gehen wird.
Noch 2 wichtige Begriffe im Zusammenhang mit dem menschlichen Willen. Pflicht ist dasjenige, was die menschliche Vernunft gebietet, also vorschreibt. Neigung sind Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle. Was kann den menschlichen Willen beeinflussen? In dieser Grafik siehst du den Menschen als Sinnwesen und Vernunftwesen. Der Mensch hat eine sinnliche und eine vernünftige Seite. Auf der sinnlichen Seite beeinflussen Neigungen und erwartete Konsequenzen den menschlichen Willen. Der Mensch wird von Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen geleitet. Er überlegt sich außerdem, welche Folgen seine Handlungen wohl haben könnten. Auf der vernünftigen Seite beeinflusst das moralische Gesetz den menschlichen Willen. Das moralische Gesetz entspricht, wie vorhin schon gespoilert, dem kategorischen Imperativ. Da der Mensch nicht nur Vernunftwesen ist, sondern auch Sinnwesen, bestimmt das moralische Gesetz nicht automatisch oder objektiv den menschlichen Willen. Er muss es subjektiv achten. Mit dem bisherigen Wissen zu Kants Ethik kannst du dir sicher schon denken, welche Einflüsse Kant gutheißt und welche nicht. Richtig. Die Vernunft, das moralische Gesetz, soll den menschlichen Willen bestimmen, nicht Neigungen oder mögliche Handlungsfolgen. Um noch genauer zu verstehen, wie Kant Handlungen beschreibt und beurteilt, werfen wir am Ende dieser Folge noch einen Blick auf die verschiedenen Handlungsarten, die Kant unterscheidet. Zunächst einmal gibt es pflichtwidrige Handlungen. Diese Handlungen sind klar unmoralisch, sie widersprechen nämlich dem moralischen Gesetz. Dann gibt es pflichtmäßige oder pflichtgemäße Handlungen. Sie stehen im Einklang mit der Vernunft, sind aber nicht ausschließlich von der Vernunft bestimmt, sondern von Neigung oder selbstsüchtiger Absicht, also von Egoismus. Diese Handlungen sind laut Kant zwar legal, aber nicht moralisch. Nur Handlungen aus Pflicht werden von der reinen Achtung für das moralische Gesetz, also ausschließlich von der Vernunft bestimmt. Nur dann ist der Wille gut und nur dann ist die Handlung moralisch. Puh, das war jetzt alles ein bisschen kompliziert. Verdeutlichen wir das Ganze zum Schluss noch an einem Beispiel. Frei nach Kant das Beispiel vom ehrlichen Kaufmann. Kaufmann A ist ein unehrlicher Kaufmann. Er verlangt von seinen Kunden völlig überteuerte Preise, da er weiß, dass das nächste Lebensmittelgeschäft 50 Kilometer entfernt liegt. Es handelt sich um eine pflichtwidrige Handlung. Die Handlung steht im Widerspruch zum moralischen Gesetz. Sie ist ganz eindeutig unmoralisch. Kaufmann B mag seine Kunden und verkauft ihnen daher die Produkte zu fairen Preisen. Hier steht die Handlung im Einklang mit dem moralischen Gesetz. Das Handlungsmotiv, die Gesinnung, der Wille, wird jedoch nicht ausschließlich von der Vernunft bestimmt, sondern von Neigung, nämlich der Sympathie für seine Kunden. Die Handlung ist legal, aber nicht moralisch. Kaufmann C mag seine Kunden nicht, möchte aber, dass sie weiterhin bei ihm einkaufen und nicht zur Konkurrenz wechseln. Deshalb verlangt er faire Preise. Auch hier steht die Handlung im Einklang mit dem moralischen Gesetz. Das Handlungsmotiv, die Gesinnung, der Wille, wird jedoch wie bei Kaufmann B nicht ausschließlich von der Vernunft bestimmt, auch nicht von einer unmittelbaren Neigung. Der Kaufmann mag seine Kunden nicht, sondern von Egoismus. Auch diese Handlung ist nur legal, nicht aber moralisch. Kaufmann D mag seine Kunden nicht und hasst seinen Beruf. Das nächste Geschäft ist 100 Kilometer entfernt. Dennoch verkauft er seine Produkte zu fairen Preisen. Hierbei handelt es sich nun um eine Handlung aus Pflicht. Der Wille wird ausschließlich vom moralischen Gesetz bestimmt. Nur diese Handlung ist moralisch. An diesem Beispiel sehen wir, dass sich die pflichtmäßigen Handlungen und die Handlungen aus Pflicht auf den ersten Blick nicht wirklich unterscheiden. Alle 3 Kaufmänner B, C und D verlangen faire Preise. Aber das Motiv der Handlung, die Gesinnung, unterscheiden sich. Und diese Gesinnung entscheidet laut Kant darüber, ob eine Handlung moralisch oder nur legal ist. So, nun weißt du Bescheid über den guten Willen und die verschiedenen Handlungsarten. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, was dieses moralische Gesetz eigentlich ist, das alleine den menschlichen Willen bestimmen soll. Darum, nämlich um den kategorischen Imperativ,
geht es in der nächsten Folge dieser Einführung in Kants Ethik. Um dein Wissen zu überprüfen und zu vertiefen, empfehle ich dir folgende Lernsets auf Quizlet. Mit dem Lernset Kant, der gute Wille, kannst du wiederholen, warum laut Kant nur der gute Wille ohne Einschränkung gut ist und weshalb Kant Naturgaben und Glücksgaben ausschließt. Im Lernset Kant Einflüsse auf den Willen kannst du dein Wissen zu der Grafik von eben vertiefen. Hier wird auch bereits erklärt, was es mit dem kategorischen Imperativ auf sich hat. Und im Lernset Kant Pflicht und Neigung geht es um die unterschiedlichen Handlungsarten und den ehrlichen Kaufmann von vorhin. Viel Spaß beim Lernen und Vertiefen und bis bald!